Braucht ihr noch ein Müllfahrzeugauto für eure Stadt aus Klemmbaustein? Oder kennt ihr Kinder, habt ihr Kinder, die gerade gerne mit Müllfahrzeugen spielen? Dann bleibt dran, denn wir schauen uns vom polnischen Hersteller Kobi aus der Action Town Serie das Müllfahrzeug an. Hallo, mein Name ist Sascha und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein Customs. Heute haben wir vom polnischen Hersteller Kobi aus der Action Town Serie das Müllauto, die 1780. Mit mir dabei ist der Leon, der unterstützt mich dann gleich tatkräftig beim Aufbau. Und kurz zum Set, wie gesagt aus Polen, Kobi, 200 Teile, 2 Minifiguren sind dabei. Was haben wir noch? Ab 5 Jahren ist die Altersangabe. Hat mich um die 15, 16 Euro gekostet bei Amazon. Ich verlinke es euch mal. Und würde sagen, dann fangen wir mal mit dem Auspacken an. Schauen uns ein paar Teile an, bauen das Ganze auf. Wieder, je nachdem, wie lange wir brauchen für den Aufbau im Speedbild mit Zwischenstopps oder wir machen nur die Zwischenstopps. Und dann lassen wir die Jungs damit spielen und am Schluss gibt es unser Familienfazit. So, Tüten. Genau, die Anleitung. Wow, das brauchen wir noch. Also wie man es von Kobi kennt, sind viele Teile in viele Tüten verpackt. Oder wenig Teile in viele Tüten vielmehr. Tschüss, Karton. Tschüss Karton. Schauen wir nochmal ganz kurz hier die Anleitung. Okay, das sehen wir gleich von oben. Reißen wir die Tüten noch auf. Und Aufschmeißen. ja, wir haben aus der Action Town Serie noch einiges mehr. Wir haben da zum Beispiel noch einen Mähdrescher, den ich ziemlich cool finde. Den zeigen wir euch auch noch. Aber nicht heute. Nein, nicht heute. Tschüss, Tüte. Tschüss, Tüte. Tschüss, Tüte. Ja, tschüss, Tüte. Oh, ja, ich habe immer noch keine Schere, wie ihr seht. Ich weiß nicht warum. Tschüss, Tüte. So. Tschüss, Tüte. Oh. Ha. Beim Tütenaufreißen sehe ich gerade, dass hier einzelne Bauabschnitte, wie man es vom dänischen Hersteller kennt, nummeriert sind. Na gut, es sind nur 200 Teile. Ich denke, das schaffen wir auch so. Da sind aber hoffentlich keine Aufkleber dabei. Also bisher sehe ich keine Aufkleber, nee. Bisher noch nicht. Und aus der Anleitung ist nichts gefallen. Hier gibt es was. Da ist schon was drauf gedruckt, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir uns gleich an. So, viele schöne Teile, alles in einem Müllauto grün. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Top-Down-Ansicht, bauen auf, zeigen ein paar Teile und dann sprechen wir uns zwischendurch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal ein paar besondere Teile an, die wir finden. Also Müll ist auf jeden Fall auch dabei. Hier eine Fischgräte. Genau. Guck mal. Eine Schraube. Vermutlich auch für den Müll. Ein alter Fliegenfänger, wo eine zerklatschte Fliege drauf ist. Ziemlich witzig. Schönes Detail. Bedruckte Steine. Ecotown. Hier das Recycling-Symbol. Figuren. Auch entsprechend bedruckt. Gefällt mir sehr gut bisher. Guck mal, ich gebe dir mal die Köpfe. Oh, der eine Müllmann mit
Sonnenbrille, ganz cool. So, Wo da. gehört das? Wo gehört das? Das gucken wir gleich noch in der Anleitung. So, und dann das Kennzeichen ist auch bedruckt. Ah, ich weiß. Dann haben wir hier auch noch einen Fisch. Also ist ein bisschen Müll dabei, aber nicht Müll, weil das hier schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil, das gefällt mir bisher sehr gut. Aber der Müll braucht ja, die Mülltonne braucht ja auch Müll. Und hier sind noch Haare. So, ansonsten, was ich so sehe, sind die, ja, meistens die üblichen Lego-Teile, die man so kennt. Klemmbaustein-Teile, die man von Lego kennt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Okay, also wir haben jetzt hier schon mal so den ersten Teil vom Müllauto gebaut. Alles in schwarz, hier ein paar graue Steine dabei. Sind hier einfach noch mit einer Fliese und hier drüben ist irgendein Knopf. Die Klemmkraft ist sehr gut, manchmal ein bisschen zu gut, dass es schwer auseinander geht oder eben ja, nicht ganz so leicht drauf geht. Ja, ansonsten sitzt alles sehr stabil. Machen wir mal weiter. Ich habe mich an einer Stelle verbaut. Ich muss mich da noch an die Kobi-Anleitung gewöhnen, dass da dann eben alles andere farblich quasi ausgegraut wird, also ganz hell angezeigt wird und die neuen Sachen dann eben in der entsprechenden Farbe, wie sie drauf sollen. Ja, ist noch ein bisschen ungewohnt, deswegen habe ich hier gerade einen kleinen Baufehler gemacht. Was wir jetzt hier haben, das sind die Radkästen, die da sind auf beiden Seiten. Hier hinten ist jetzt die Ladefläche, wo dann der Container von einem Müllauto draufkommen wird. Und dann kommt die Mülltonne da rein und kann ausgeleert werden. Das Müllauto hat jetzt hier Türen, die man auf und zu machen kann. Beiden Seiten. War ein bisschen Fummelei, als das noch nicht fest war, aber ist okay. Ein Lenkrad haben wir hier. Das kann man sogar drehen. Das ist über so eine Plate Modified befestigt. Muss man aber aufpassen, dass es nicht rausgeht. Und Spiegel haben wir hier auch, damit man beim Rückwärtsfahren auch sieht, was los ist. Ich verstehe jetzt noch gerade nicht, warum die in der Anleitung nach unten zeigen. Ja, seht ihr mal. Jetzt haben wir hier schon eine Herausforderung, nämlich die Scheibe. Ich gucke zu selten auf die Teileliste, weswegen ich die Scheibe jetzt bei dem hellen, was hier angezeigt wird, übersehen habe. Also bauen wir das mal weiter. So, wir haben jetzt hier das Dach vom Führerhaus drauf gemacht. Das war ein bisschen Fummelarbeit.
weil das dann doch alles ziemlich eng hier ist, das da reinzukriegen. Und hier vorne haben wir das Ganze mit dem Nummernschild, also quasi die Vorderseite vom Truck fertig gemacht. Als nächstes kommen die Reifen und dann kommt der Aufbau hinten. Okay, wir haben jetzt hier schon einen Teil vom Container hinten fertig. Ich muss sagen, ja, die Gießnasen sind jetzt hier teilweise außen, da wo das Teil bedruckt ist. Ist nicht so schön. Hier auf dem einen Stein ist ein Fleck, ist mir gerade aufgefallen. Keine Ahnung, wo der herkommt. Und an und für sich ist das Ding schon sehr stabil, aber hier hinten diese schrägen, die Slopes, die großen, die sind nur auf einer Noppe hier unten befestigt. Das heißt, die sind auch wackelig. Die kann man also hin und her. Also ich meine, es wird nichts auseinanderfallen, weil es hier oben auf einer Platte befestigt ist, aber finde ich persönlich jetzt nicht so schön, dass man die hier so hin und her wackeln kann. Dann bauen wir einfach mal weiter. Wir sind fertig. Wir haben den Container hinten drauf gepackt. Zeige ich mal ganz kurz. Ist hier über einfache Plate Modified mit Arm geregelt. Wird da einfach eingehakt. Genauso wie die Containerklappe hier hinten auch. An und für sich, das Auto selbst, das Müllauto, gefällt mir sehr gut. Ist gut geworden. Schön. Klemmkraft habe ich ja schon gesagt, das passt alles soweit, teilweise ein bisschen schwer. Leider ein paar Gießnasen zu sehen, aber das wird dem Ganzen jetzt in der Spielbarkeit nichts abtun. Es fährt gut. Hier kann man schön abkippen. Den Müll. Genau, um den Müll dann wieder auszuleeren. Das funktioniert auch. So, dann schnappen wir uns mal eine Mülltonne mit Müll. Deckel ab. Deckel ab. Müll ist drin. Müll ist drin. Genau, so. Düt, düt, düt. Zack, einhaken. Müll abkippen, Müll drin. Was jetzt an der Stelle, Abhaken. genau, was jetzt an der Stelle ein bisschen schade ist, dass der Müll eben dadurch, dass man nur hier vorne so kippen kann, immer da vorne direkt liegt. Ja. Also wenn man den weg will, dann schüttelt man den eben da rein. Und wenn man dann den Müll wieder auf die Müllhalde bringt, kann man es da wieder ausschütten. Abgesehen, dabei geht das jetzt hier automatisch nicht hoch, also da muss man aber einfach ein bisschen spielen. Dafür ist es ja da. Also, ich würde sagen, ein sehr schönes Set, ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen schwierig gewesen sind. Was mir in der Anleitung noch aufgefallen ist, da war ein paar Slopes, die waren in der Anleitung gelb, in Trends gelb, Trends Yellow, durchsichtig gelb dargestellt, sind aber eigentlich nur durchsichtig weiße oder milchig weiße dabei gewesen. Sind die hier vorne. Genau. Passt natürlich auch, also das Frontlicht sollte jetzt nicht unbedingt gelb sein. Keine Ahnung, warum die in der Anleitung da jetzt als gelb dargestellt wurden. Also, wie gesagt, schönes Set. Ich würde sagen, wir lassen die Jungs jetzt mal mitspielen, schauen uns das an und dann sehen wir uns zum Familienfazit wieder. Bis dann. Jetzt wieder Mülltonne aushaken.
geht es hoch. Geht wieder raus. Jetzt wieder in die Mülltonne. Sie sind im Weg. Die Müllleute sind im Weg. Ja. Mhm. Ja, da fällt der Müll auch schon wieder raus. Genau. Die Mülltonnen sind geleert. Feierabend für die Müllabfuhr. Wir kommen zum Familienfazit. Alle sind da. Wer möchte dieses Mal anfangen? Der Leon. Ja, Noah beschäftigt sich gerade mit der Pirateninsel. Ist also immer noch im Gebrauch. Sehr beliebt. Gut, Leon. Was möchtest du uns zum Müllfahrzeug sagen? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Was mir nicht so gefällt, dass wenn man das Grüne hochklappt und dann das Schwarze, dass man dann den Müll da oben drauf kippt. Achso, du meinst, wenn die Mülltonne da drin hängt und man dann, ja, und dann so macht, dass der Müll da oben drauf landet. Ja, da, ja. Mhm, okay. Ja. Noch irgendwas, was dir gefällt oder nicht gefällt? Wenn man die Mülltonne Müll reinmacht Ja. und dann reinhängt die und dann kippt, dann geht der Müll rein und die mitsamt der Mülltonne. Ja, genau. Da nennt der Leon tatsächlich auch schon die größten Kritikpunkte an dem sonst sehr schönen Set. Die Bespielbarkeit ist nicht optimal. Also die Mülltonne fällt entweder mit rein, der Müll fällt gegebenenfalls auch gleich hier unten durch die Klappe, da wieder nach unten auf den Boden. Wie ich euch schon gezeigt habe, geht der Müll auch nicht richtig rein. Gut, das ist halt der Funktionalität hier geschuldet, aber um damit wirklich Müllfahrzeug zu spielen, klappt das nicht so gut. Also ich habe letztens ein Video von einem Müllfahrzeug vom dänischen Hersteller gesehen. Da kann man den Container so nach oben kippen und dann halt oben reinkippen. Das ist für die Bespielbarkeit deutlich besser. Also die Idee hier hinter ist nicht schlecht. Das eben originalgetreu nachzubilden, funktioniert leider noch nicht so optimal. Da kann Kobi bestimmt auch noch mal ein paar andere Ideen umsetzen für ein richtig bespielbares Set. Was auch nicht schön ist bei den Kobi-Figuren, ist halt keine Noppenaufnahme, deswegen kann man die nicht reinsetzen. Und das heißt, der Typ hier vorne, der sitzt halt nicht da drin. Es ist eh schon schwierig, den da reinzusetzen. Also für die kleinen Kinderhände kriegt man das vielleicht noch so hin, aber man kann ihn da nicht hinsetzen, dann wackelt der halt da drin rum. Ist auch ein bisschen schade. So. Daumen nach oben, Daumen nach unten oder ein neutraler Daumen, Leon? Trotzdem noch einen Daumen nach oben. Na, das ist schön. Also es gefällt ihm trotzdem noch so gut. Noah, hast du damit irgendwas zu tun? Nein, die Gefängnisinsel ist immer noch das Beste. Von daher, bei Noah lassen wir es mal beim neutralen Daumen. Ihr werdet sehen, in ein paar Monaten wird sich das deutlich geändert haben und der Leon baut hier Sachen schon auseinander. Genau, also ich hätte mir auch hier irgendwie noch eine Rutsche oder irgendwas drin gewünscht, dass man es tatsächlich auch wirklich richtig abkippen kann und der Müll drin bleibt, die Mülltonne draußen bleibt, so wie man es auch sich vorstellt. Optisch auf jeden Fall super, also ich finde es an sich wirklich toll gemacht, aber ja, eben die Bespielbarkeit ist einfach hier ein bisschen mangelhaft. Deswegen würde ich auch sagen, Umsetzung leider nicht ganz so gelungen, von mir ein neutraler Daumen. Ja, ich habe eigentlich auch schon alles gesagt. Ich kann noch erwähnen, dass das gute Teil mal runtergefallen ist. Da ist eine Plate Modified mit Greifarm ist kaputt gegangen dabei. Gut, das ist halt einfach dann blöd gelaufen. Leider nicht als Ersatzteil dabei. Ich habe dann ein anderes Ersatzteil genommen und das hingebaut. Aber der Rest ist zusammengeblieben eigentlich. Also ein paar Kleinigkeiten sind abgegangen, aber es ist also Klemmkraft nach wie vor gut.
Ja, also wie gesagt, unter dem Aspekt der Bespielbarkeit von mir auch für das ansonsten schöne Set einen 3/4 Daumen, eher tendenziell zum Neutralen. Damit sind wir am Ende unseres Müllauto-Videos. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne den Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen möchtet, dann Abonniert gerne unseren Kanal. abonniert die Glocke, abonniert und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Damit sind wir am Ende unseres Müllvideos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir. Und fangen nochmal an.